Moin und herzlich willkommen zurück in der Werkstatt zu Teil 2 dieser Videoserie. Ich habe hier vor mir die beiden Seitenplanken liegen, so wie wir sie im letzten Video zurückgelassen haben. Und in diesem Video wird es daran gehen, alles endgültig vorzubereiten für das spätere Zusammennähen. Ich werde jetzt zuerst die beiden Planken, die sind ja noch miteinander verschraubt, jetzt auseinanderschrauben. Und dann geht es darum, diesen sogenannten Decksstringer, also eine Vierkantleiste, 18 x 18 mm ist die ungefähr, an die Oberkante des Rumpfes zu kleben als spätere Auflage für das Deck. So, die Schrauben haben ausgedient. Ab jetzt gibt's Backbord und Steuerbord. Oder links und rechts für die Landratten unter den Zuschauern. Wie schon gesagt, diese Vierkantleiste ist ungefähr 18 x 18 mm. Man sieht hier, ich habe wieder aus zwei Leisten mittels einer Schäftung, das ist bei so Vierkantholz ziemlich schnell und einfach gemacht, eine ausreichend lange Leiste hergestellt. Ich möchte diese jetzt nicht ganz bündig an der Oberkante stehen haben, sondern etwas überstehend, sodass ich später vor dem Decksanbringen hier ein Stück zum Weghobeln habe, um die richtige Schräge zu generieren. Dafür nehme ich mir jetzt hier diesen Kombinationswinkel, ein sehr praktisches Werkzeug für solche Arbeit. Ich habe den jetzt auf 12 mm eingestellt, das heißt, ich habe später so ungefähr 5-6 mm Überstand von der Vierkantleiste über die Seitenplanke. Um das Holz gleich vor dem Epoxy zu schützen, dass ich nicht zu viel auf das Sperrholz drauf kriege, habe ich jetzt hier komplett einen Kreppbandstreifen entlang der eingezeichneten Linie aufgeklebt. Und außerdem, man sieht das hier hinten, musste ich das Vierkantholz, dadurch dass es einfaches Kiefernholz ist, was sich nicht extrem gut biegen lässt, hier in diesen Endbereichen, wo die Planke relativ deutlich gekrümmt ist, so alle 1 bis 1,5 cm ein Stück einsägen, um sie dann gut biegen zu können. Ich mische hier jetzt das Epoxidharz an. Dafür benutze ich Epoxidharz L zusammen mit dem Härter GL1 von R&G. Das gibt mir dann ungefähr eine halbe Stunde Verarbeitungszeit. Das sollte hier ausreichen. Immer bei Epoxidharz ist das genaue Mischungsverhältnis sehr wichtig. Deswegen benutze ich hier für die kleinen Mengen eine digitale Briefwaage. Und genauso wichtig wie das richtige Mischungsverhältnis exakt einzuhalten, ist das sehr, sehr gute Durchmischen. Und zum Andicken verwende ich Baumwollflocken. Die notwendige Konsistenz wird häufig als Erdnussbutter ähnlich bezeichnet. Naja, nach Gefühl.
Spätestens jetzt dürfte jedem klar sein, es gibt nicht genug Zwingen. Oder zumindest nicht zu viele. Seitenplanken sind jetzt soweit vorbereitet. Das Epoxidharz kann jetzt noch ein bisschen aushärten und in der Zwischenzeit kümmere ich mich um Schotte und weitere Teile. Die Schotte habe ich wieder aufgezeichnet, ähnlich auch zu den Planken, nur natürlich viel, viel einfacher. Ich habe einfach einen Ausdruck von dem Querschnitt gemacht und die Eckpunkte bemaßt, habe diese Maße übertragen auf das Holz und ausgesägt. Das hintere Schott ist hier schon fertig, relativ einfach, nur gerade Kanten, oben ein ganz leichter Bogen drin und das war's. Zur Sicherheit beschriftet und auch, wo es später hingehört. Dieses hier wird das vordere Schott, auch der Knickspann gut sichtbar und oben der Bogen des Decks. Und dieses hier wird ein Rahmen, der sitzt noch ein Stück hinter dem hinteren Schott und grenzt sozusagen ein kleines Tagesstaufach ab. Der Rahmen hat außen auch wieder die Knickspannform und ist dann aber in einem gewissen Abstand nach innen geöffnet und damit werde ich jetzt anfangen, das auszusägen. Dafür benutze ich die Stichsäge, Kreissäge geht innen nicht. So, ich habe jetzt alle 3 Schotte bzw. 2 Schotte und diesen Rahmen aus 5 mm Sperrholz ausgesägt. Außerdem habe ich noch 2 sogenannte Mallen ausgesägt. Das sind äußere Formen des Rumpfes. Darauf wird dann später der Rumpf zusammengesetzt und wie genau das funktioniert, das seht ihr dann später. So, heute ist es endlich soweit. Die Teile werden nicht immer kleiner und kleiner aus der großen Holzplatte, sondern sie wachsen wieder zusammen. Ich habe hier einen Haufen von Kupferdrähten. Das ist 1 mm Kupferdraht. Es gibt so auf der Rolle, die habe ich jetzt klein geschnitten in, was mögen das sein, 8 cm lange Stücke etwa. Und außerdem eine kleine Zange, hilfreicherweise mit einer Feder drin. Und jetzt werde ich hier anfangen und die beiden Bodenplanken zusammennähen. Also Stitch and Glue halt. Die ersten Drähte sind jetzt gesetzt, um die beiden Planken schön übereinander zu legen. Jetzt werde ich auch die Zwischenräume mit Drähten auffüllen und dann die Drähte mit der Zange festziehen, also verzwirbeln. Dazwischen lege ich einfach als kleinen Abstandshalter diesen Imbusschlüssel, um die Drähte erstmal nicht zu fest zu ziehen, weil ich ja später diese beiden Bodenplanken auseinanderklappen muss. Und wenn die dann zu eng wären, dann geht das nicht.
sind jetzt in dem richtigen Abstand hier auf dem Tisch festgeschraubt. Das heißt, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Jetzt kommen die ersten Planken hier drauf und werden aufgeklappt. Mal schauen. Alle Drähte fertig gesetzt und fertig angezogen mit der Zange. Einige von den Drähten habe ich noch einmal umgeswitcht. Statt von innen nach außen gehen die in diesem Bereich von außen nach innen, einfach damit ich innen besser arbeiten kann. Für später ist das egal. Ich habe außerdem hier an den beiden Mallen jeweils 2 Drähte gesetzt, um einfach diese Aufspreizung hinzukriegen. Und was ihr hier seht, ich habe bereits vor dem Zusammennähen Kreppband die Kanten entlang geklebt. Das ist ganz einfach dafür da, um hier später etwas leichter saubere Hohlkehlen einziehen zu können und ist einfach leichter vorzubereiten, solange die Planken noch flach liegen. Ja, das ist es soweit mit den Bodenplanken. Das heißt, als nächstes kommen die Seitenplanken. Da ist aber jetzt gerade noch ein bisschen Vorbereitung notwendig. Deswegen lasse ich es jetzt an dieser Stelle so stehen und beim nächsten Mal geht es weiter. Also bis dahin, bleibt neugierig, was noch kommt. Ciao!